Hallo ihr Lieben und wie geht's euch? Ich bin Maria und heute reden wir übers Geld. Genau genommen reden wir heute über monatliche Ausgaben, die man als Single und Alleinwohnender ausgibt für Wohnung, Essen, Transport und so weiter und so fort. Ich möchte gleich eine Anmerkung vorab geben. Das sind meine persönlichen Ausgaben. Ich habe mich hingesetzt und habe meine ganzen Kreditkarten, Kontoauszüge in ein Excel gemacht und habe alles mir ausgerechnet. Ich bin vor 6 Jahren nach Sydney gezogen. Diese Kosten habe ich damals bezahlt. Ich glaube nicht, dass die sehr viel anders da heute sein würden. Okay, lass uns direkt starten. Das erste, über was wir reden werden, ist die Unterbringung, also Miete, Wohnung und so weiter und so fort. Ich habe damals in einer Einraumwohnung gelebt oder Studio, wie man das hier nennt, von August 2015 bis Januar 2018 und meine monatliche Miete waren $1,700 oder $400 in der Woche. Als ich damals eingezogen bin, war es $380. Dann haben sie es erhöht nach 1,5 Jahren und als ich ausgezogen bin, haben sie es nochmal erhöht um $20, also mittlerweile $420 im Monat in der Woche. Ich habe mir Elizabeth Bay als Stadtteil ausgesucht, weil es ziemlich zentral ist. Es waren 10-15 Minuten Fußweg zur Sydney CBD, wie wir das hier nennen, also City. Man konnte alles sehr leicht bei Fuß erreichen und die King's Cross Station war 2 Minuten Fußweg von wo ich gewohnt habe. Elizabeth Bay ist ein reicher Stadtteil, würde ich sagen. Der grenzt an Potts Point und Potts Point ist dafür bekannt, dass da 22 oder so Hostels sind. Also da ist immer was los. Das war damals die Partyszene von Sydney. Mittlerweile ist es nicht mehr so, weil die haben ja die Lockout-Laws und so weiter eingeführt und wieder weggemacht. Und anyway, ich werde da jetzt nicht so viel drauf eingehen. Ich habe mich immer sehr sicher in Elizabeth Bay gefühlt. Wir hatten die Polizeistation näher der Station oder näher meines Hauses und da war immer Licht, da waren immer Leute und ich habe mich da viel sicherer gefühlt als in Stadtteilen wie Randwick, wo, wenn man durch die Straße läuft, da ist mal eine Laterne alle 500 Meter und es ist ziemlich dunkel. So, Strom wird hier alle 3 Monate bezahlt, aber ich habe das runtergerechnet auf monatlich und da habe ich ungefähr $33 im Monat ausgegeben. Als meine Mutter für 4 bis 6 Wochen zu Besuch war, habe ich halt $120 im Quartal bezahlt, aber das war okay für mich. Ich hatte natürlich Internet damals. Ich habe $60 fürs Internet bezahlt. Fürs Handy habe ich damals $60 bezahlt. Mittlerweile Verträge werden günstiger und so weiter und so fort. Mittlerweile zahle ich $30 bis $40. Ein Dingens möchte ich erwähnen und zwar ist der Kühlschrank. Da ich zur Miete gewohnt habe und nicht wirklich wusste, wie lange ich in Sydney bleiben wollte, habe ich mir damals einen Kühlschrank gemietet, anstatt mir einen Kühlschrank zu kaufen. Wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, ich hätte mir wahrscheinlich einen Kühlschrank kaufen können, aber es war kein Problem, den loszuwerden. So, da gibt es eine Webseite, da kannst du dir alles mieten, zahlt mir eine kleine Kaution. Die liefern dir die Möbel oder in meinem Fall der Kühlschrank. Der sah tipptopp neu aus. Ich weiß nicht, wie deren Modell ist, ob die neue Dinge vermieten und die dann Secondhand verkaufen. Bin mir da nicht sicher, aber mein Kühlschrank war neu. Ich hatte den für 2,5 Jahre. Ich habe $13 für den im Monat ausgegeben und als ich ausgezogen bin, habe ich die angerufen, habe storniert. Die sind gekommen, haben den Kühlschrank abgeholt, haben mir meine Kaution zurückbezahlt. Halleluja. Das Beste, was du machen kannst, wenn du hier nur für eine kurze Zeit lebst. Ein Dingens kommt bei mir noch dazu und das ist Wäsche waschen. In meiner Wohnung hatte ich keine Waschmaschine oder Trockner und wir hatten so eine kommunale Waschküche auf dem Dach. Und da hat jede Maschinenwäsche $2 gekostet und Trockner hat auch $2 gekostet. Ja, da habe ich ungefähr $20 im Monat ausgegeben dafür. Ach ja, was ich noch zur Miete sagen wollte, ist, dass desto mehr westlich du wohnst, desto günstiger die Miete, weil
in den Eastern Suburbs oder im östlichen Teil näher am Wasser wollen halt alle wohnen und die Eastern Suburbs sind halt ein Hip Place, sagt man das so, wo man halt, ja, da will halt jeder wohnen, es ist halt näher an der City und so weiter und so fort. Ich muss ja sagen, in meinem ersten Job konnte ich von meiner Wohnung aus zur Arbeit laufen und da habe ich viel an Transportkosten gespart, was uns gleich zum nächsten Thema bringt und das ist der Public Transport oder der Nahverkehr. Hier in Sydney oder in New South Wales, in dem Staat, haben wir die Opal-Karte. Das ist eine Karte, die kannst du dir an jedem Newsagent oder an der Station holen und da kannst du Geld aufladen, da kannst du eine automatische Aufladung machen. Jedes Mal, wenn du unter $10 fällst, dann lade 10, 20, 40 oder $60 auf. Ich hatte das damals mit den $40, aber mittlerweile brauchst du das hier eigentlich gar nicht. Mittlerweile kannst du deine Kreditkarte oder Debitkarte benutzen oder dein Telefon, wenn eine Karte auf deinem Telefon ist. Die ziehen dir das von der Kreditkarte ab als $1 und dann einmal die Woche kalkulieren die, wie viel du ausgegeben hast. Nach 8-mal Fahren zahlt man nur noch den halben Preis. Das heißt, wenn du Montag bis Donnerstag ins Büro gehst, morgens und abends, das ist 8-mal Fahren und dann Freitag, Samstag, Sonntag zahlst du nur noch den halben Preis. Das funktioniert auf der Kredit- und Debitkarte genauso wie auf der Opel-Karte. Busse erlauben kein Bargeld mehr. Das gab es mal. Als ich hierher gezogen habe, gab es das noch, aber mittlerweile ist alles über die Opel-Karte oder über deine Kreditkarte oder Debitkarte. Also, als ich jeden Tag zur Arbeit gegangen bin, habe ich ungefähr $160 im Monat für den Transport ausgegeben. Das ist Bus, Zug und Bahn. Da gibt es ein Tageslimit. Wenn du das erreichst, dann zahlst du nichts mehr für den Rest des Tages. Preise werden jedes Jahr erhöht zum 1. Juli. Unser finanzielles Jahr geht vom 1. Juli bis 30. Juni und am 1. Juli erhöhen sie die Preise jedes Jahr, aber das ist halt so, alles wird immer teurer. Ich glaube, die haben hier auch, wie viele Zonen du fährst. Also bei uns, wo ich her bin, haben wir dieses Zonen, wie viele Zonen du fährst. 1 Zone, 2 Zonen, 4 Zonen. Und dann hast du die Off-Peak und die Peak. Peak ist sozusagen 7 bis 10 Uhr und dann nochmal von, ich glaube, 3 bis 8 Uhr. Da zahlst du mehr als zwischen 10 Uhr und 3 Uhr am Nachmittag. Da zahlst du weniger, weil natürlich wollen die Profit machen. Wenn jeder auf Arbeit geht, kostet das halt ein bisschen mehr. Das nächste Thema ist Ernährung. Ich möchte vorab sagen, dass als ich alleine gewohnt habe, habe ich mich überwiegend vegetarisch ernährt, dass ich nur $200 im Monat damals für Lebensmittel ausgegeben habe. Ich bin auch überwiegend zu unseren großen Supermärkten Coles oder Woolies oder Woolworths gegangen, weil die einfach am günstigsten sind. Die kriegen die besten Preise und für Obst und Gemüse in Elizabeth Bay oder Potts Point gibt es den Harry's Farmers Market und die verkaufen höhere Qualität an Obst und Gemüse. Und da habe ich damals mein Obst und Gemüse meistens gekauft. Als nächstes ist Restaurants oder halt mein Frühstück, meine Lunches, also Mittagessen und meine Abendessenskosten. Die Frühstückskultur hier in Sydney ist sehr groß oder allgemein in Australien. Leute lieben es zu frühstücken. Der Kaffee schmeckt sehr gut hier und ich gehe sehr gerne bis heute noch aus zum Frühstück mit Freunden und fürs Frühstück habe ich ungefähr damals $50 im Monat ausgegeben. Mittagessen, ich hatte immer so Phasen, wo ich Mittagessen koche, um mit auf Arbeit zu nehmen, aber meiste Zeit habe ich mir Mittagessen gekauft und da habe ich ungefähr $120 im Monat dafür ausgegeben. Ja, ich weiß, es kostet mehr, auswärts zu essen, als selber zu kochen, aber ich bin halt auch faul. Ne? Und dann Abendessen, wenn ich halt mit meinem Mann damals ausgegangen bin, haben wir immer abwechselnd bezahlt und da habe ich ungefähr $100 im Monat ausgegeben. Natürlich einen Monat geben wir öfters aus, einen Monat geben wir weniger aus. Kommt immer darauf an, aber durchschnittlich habe ich ungefähr $100 ausgegeben.
Und die nächste Kategorie, das wollte ich extra separat halten, ist Kaffee. Ich kaufe Kaffee jeden Tag von Kaffeeshop, weil ich kriege den Kaffee nicht so lecker hin, wie die das im Kaffeeshop machen. Es ist auch gut, mal aus dem Haus rauszukommen, besonders wenn ich von zu Hause arbeite. Dann kann ich morgens spazieren gehen, mir den Kaffee holen und dann verbringe ich den Rest des Tages zu Hause. Für Kaffee gebe ich im Monat ungefähr $106 aus. Ja, es ist viel, ich weiß. Diese $106 kann sein, dass das inklusive ist, wenn du deinen Freunden Kaffee kaufst. Also wenn ich mit meinem Kumpel gehe, dann kaufe ich Kaffee, dann nächstes Mal kauft er Kaffee. Also es ist ungefähr $90 bis $100 im Monat gebe ich für Kaffee aus. I know. Die nächste Kategorie ist Krankenversicherung, Doktor, Arzt, Kontaktlinsen und so weiter und so fort. Also, als ich auf meiner 482-Visa war, wie die ja begrenzt ist, hatte ich eine Visitor-Visa-Versicherung mit Bupa und dafür habe ich ungefähr $120 bis $130 im Monat ausgegeben, also wurde auch über die Jahre teurer. Die versichert dich aber nur fürs Minimum. Aber ich kann euch ein paar Dinge sagen, so wenn ich zum Arzt musste, das kostet ungefähr $65 jeder Besuch, aber du kriegst ungefähr 30 bis 40% über die Krankenversicherung zurück. Bluttest kostet ungefähr $90 bis $100, aber das ist normalerweise frei, also die Krankenversicherung hat dir den ganzen Beitrag erstattet, also 100% zurück. Medikamente, ich bin mir nicht sicher, ob man hier irgendwie einen Rabatt bekommt, weil man eine Versicherung hat oder nicht. Ich glaube, du zahlst hier vollen Preis, aber ich kann euch das nicht so viel sagen, weil ich habe selten Medikamente vom Arzt verschrieben bekommen. Ich kaufe mein Paracetamol oder mein Ibuprofen, kaufe ich normalerweise im normalen Supermarkt über die Theke. Ich bin Brillenträger, also kaufe ich Kontaktlinsen jede 3 Monate und es kommt ungefähr auf $20 im Monat heraus, wird aber auch jedes Jahr etwas teurer. Wenn du zum Spezialisten musst, also zum Dermatologen, Gynäkologen, keine Ahnung was für Logen, zahlt man ungefähr $200 bis $300 für das erste Mal. Und die Krankenversicherung zahlt dir auch 30 bis 40% zurück. Kommt aber halt immer auch noch auf deine Krankenversicherung drauf an. Ach so, und private Krankenversicherung brauchst du, wenn du über 30 bist. Ansonsten musst du mehr Steuer bezahlen. Weil nach 30 bist du wahrscheinlich, hast du eher wahrscheinlich irgendwelche Probleme und die wollen sicher machen, dass du dich versicherst. Okay, kommen wir zu meiner letzten Kategorie und das ist, ich nenne das Genuss und Freizeit oder Sonstiges. Du kannst es nennen, wie du willst. Ich liebe Make-up. Make-up, Hautpflege, Haarpflege, vielleicht Haarpflege nicht so viel, aber Make-up. Ich bin verrückt nach Make-up und das ist, wo ich am meisten mein Geld in der Genuss- und Freizeit-Kategorie ausgebe und das sind ungefähr $250 im Monat. Ich kaufe gerne etwas teures Make-up und etwas teurere Hautpflege, weil es ist für meine Haut, es ist für mich und deswegen gebe ich da halt gerne mal etwas mehr Geld aus. Ich bin mittlerweile ein Minimalist. Ich habe vieles aus von meiner Make-up-Kollektion entweder weggegeben oder weggeschmissen, weil es alt war. Und ich kaufe jetzt seltener was. Und ich gucke auch, dass ich immer einen Sale kriege oder sonst irgendwas. Aber es kommt halt doch meistens immer auf $200 bis $300 im Monat aus. Genau. Aber wir haben ja alle unsere... Leidenschaften, ne? Einer kauft Make-up, der andere kauft, keine Ahnung, irgendwas anderes. Die nächsten 2 Dinge sind Netflix. Ich zahle dafür $16. Damals habe ich $13 bezahlt. Mittlerweile kostet es $16. Wird auch definitiv immer teurer. Aber ich habe auch 2 Screens. Also das heißt, 2 Leute gleichzeitig von 2 verschiedenen IPs können das schauen. Und Spotify ist $10 im Monat.
Mittlerweile haben mein Mann und ich ein Family Pack und das sind, glaube ich, $18 im Monat, aber dann hören wir zusammen auf dem gleichen. Also wir haben unseren eigenen Account, aber zahlen halt nur einen Preis als Familie sozusagen. Meine letzte Anmerkung ist, meine Fixkosten im Monat waren $2.000. Das heißt Miete, Strom, Internet, Handy, Kühlschrank und meine Krankenversicherung habe ich $2.000 im Monat ausgegeben. Vor 6 Jahren habe ich ungefähr netto $4.500 verdient. Das heißt, $2.500 waren dann für mich für meine anderen Ausgaben wie Lebensmittel, Ausgehen, Make-up und Sparen. Here you go. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen in meine monatlichen Ausgaben und allgemein, was es hier kostet in Sydney. Gib mir doch ein Like, wenn dir dieses Video gefallen hat oder abonniere mich, wenn du mehr Videos sehen möchtest über mein Leben hier in Sydney. Oder lass mich doch wissen, wenn du irgendwelche Fragen hast, unten in den Kommentaren. Ich werde euch versuchen, das so schnell und gut wie möglich zu beantworten. Und ich sehe dich in meinem nächsten Video. Hab einen schönen Tag oder gute Nacht. Bye!